Hi, jeder kennt es. Du installierst Windows neu und musst danach stundenlang Einstellungen ändern, Apps deinstallieren, Datenschutz anpassen und Updates konfigurieren. Und damit ist jetzt Schluss. Mit WinHands geht das alles in 5 Minuten und du kannst deine gesamte Konfiguration sogar als ISO-Datei speichern, um sie bei der nächsten Installation einfach wiederherzustellen. WinHands ist kostenlos und du kannst es auf 2 Wegen herunterladen, über die offizielle Webseite oder über die GitHub Repository. Der Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Aber Achtung, dieses Tool ist mächtig. Du solltest also immer zuvor die Beschreibung genau lesen, bevor du etwas umstellst. Aber ich gehe hier mit euch gemeinsam alles Punkt für Punkt durch, damit wir sehen, was das Tool alles kann und wie du WinHands sicher nutzt und welche Einstellungen wirklich Sinn machen. Und ich weiß, es gibt auch Betriebssysteme draußen, bei denen man nicht zuerst das halbe Zeug deinstallieren muss, bevor man anfangen kann. Allerdings befindet sich auf dem Löwenanteil der Systeme weltweit immer noch ein Betriebssystem von Microsoft. Denn wenn es nach den Marktanteilen geht, hält Microsoft bzw. Windows 67%, OS X ist bei 7%, macOS bei 4,7% und Linux blieb die letzten paar Jahre immer noch bei den 4%. Und daran hat sich auch mit der KI-Thematik und dem ganzen Bloat-Zeug, was oben ist auf Windows 11, die letzten Monate und Jahre auch nicht wirklich viel geändert. Doch die Leute wurden immer lauter und deswegen hat ja Microsoft versprochen, was die KI und die unnützen Dinge in Windows 11 angeht, dass sie sich dort ein bisschen bessern werden. Und wir sehen, wenn wir das Programm starten, dann macht es zuerst ein Konfigurations-Backup und danach erstellt es auch einen Systemwiederherstellungspunkt. Wie wir sehen können, steht hier, dass die System Protection aktiviert ist. WinHands hat einen Wiederherstellungspunkt erstellt mit dem Namen WinHands Initial Restore Point. Ich gebe hier den Haken raus, damit es das immer macht, wenn ich das Programm starte. Gehe direkt auf die Settings und kann das Programm auf Deutsch umstellen. So wie viele andere Programme auch, können wir auch die Oberfläche von WinHands ändern in hell oder dunkel und gehe hier auf den ersten Punkt. Hier siehst du alle vorinstallierten Windows-Apps, also die Programme, die Microsoft standardmäßig mitliefert. Dazu gehören die Xbox-Apps, die du nie nutzt, Mail und Kalender, wenn du lieber Outlook verwendest, den 3D-Viewer, Paint 3D, Cortana, alles Dinge, die Speicherplatz und Systemressourcen verbrauchen. Klicke einfach auf die Apps, die du nicht brauchst und WinHands markiert sie zum Entfernen. Aber Achtung, lies genau, was du deinstallierst. Wenn du zum Beispiel Terminal deinstallierst, kannst du später keine Befehlszeile mehr nutzen. Das kann natürlich problematisch sein. Zudem zeigt dir WinHands auch externe Software an, die du installiert hast, nicht nur Microsoft-Apps. So kannst du alles an einem Ort verwalten, ohne durch zig Menüs zu klicken. Wenn du alle Software ausgewählt hast, die du entfernen möchtest, dann können wir einfach die Elemente deinstallieren, alles nochmal durchgehen, ob es sicher ist, dass wir das auch wollen. Wenn uns zum Beispiel auffällt, gehen wir nochmal auf Abbrechen, denn ich möchte hier doch noch den Media Player zum Beispiel behalten. Und was wir auch noch sehen können, ist, dass die Entfernungsskripte speichern, um kontinuierliche Entfernung sicherzustellen. Das heißt, bei Updates werden diese nicht wieder neu installiert. Und wir sehen, dass unten die Deinstallation im Gange ist. Währenddessen können wir aber schon weitermachen. Kurze Anmerkung noch, das Programm ist zwar kostenlos für jeden, aber wenn ihr den Entwickler gerne unterstützen möchtet, könnt ihr das rechts oben über das Herzsymbol machen. Und um den Kanal zu unterstützen, gerne abonnieren und den Daumen nach oben drücken. Und jetzt kommt der wichtigste Teil, der Optimieren-Bereich. Hier findest du 6 Tabs mit tiefgreifenden Systemeinstellungen. Bei Datenschutz und Sicherheit kannst du festlegen, welche Daten Windows an Microsoft sendet. Vieles kannst du natürlich auch über die normalen Einstellungen erreichen. Aber hier ist alles schön auf einem Haufen und kann viel schneller deaktiviert werden.
Unter jedem Punkt steht auch eine kleine Beschreibung, damit ihr wisst, ob ihr eventuell die Funktion doch benötigt oder haben wollt oder eben nicht. Natürlich verweigere ich die Anzeige von Vorschlägen oder die abonnierten Inhalte, genauso wie die Soft-Landing-Erfahrungen. Hiermit kann wirklich so ziemlich alles deaktiviert werden, um quasi eine Windows 10 Erfahrung zurückzuholen, wo es das alles noch nicht so in diesem Ausmaß gab. Auch die ganzen Personalisierungen sowie Cloud-Dienste für Sprachausgabeprogramme oder Skriptunterstützung brauche ich zumindest einmal alles nicht. Auch das Windows Feedback-Zeug brauche ich nicht. Und den Suchverlauf sowie Suchhighlights oder Cloud-Inhaltssuche, Cloud, egal was, einfach weg damit. Bei den App-Berechtigungen müsst ihr natürlich vorsichtig sein, falls ihr eine Webcam braucht oder ein Mikrofon benutzen wollt, dann müsst ihr das natürlich einlassen. Dann gehen wir weiter zum Power Management. Hier haben wir die Möglichkeit, Energiesparplan zu setzen, ultimative Leistung, Hochleistung oder ausgeglichen. Bei heutigen modernen CPUs wie Intel Core ab 12, 13 oder 14. Generation sowie AMD Ryzen 5, 7 und 9000 ist die Einstellung Hochleistung im Windows Power Management in der Regel nicht mehr nötig und oft sogar kontraproduktiv. Denn die Standardeinstellung ausbalanciert ist heute so effizient, dass sie kaum noch Leistungseinbußen gegenüber dem Hochleistungsmodus zeigt, aber erhebliche Vorteile beim Stromverbrauch, Wärmeentwicklung und der Lautstärke natürlich. Somit lassen wir das bei ausgeglichen stehen. Und hier können wir wirklich das meiste, was mit Energie zu tun hat, direkt an einem Ort umstellen, ohne dass wir hier in 5 verschiedenen Menüs herumzaubern müssen. Aber wenn ihr hier was verstellt, immer zuerst gut die Beschreibung unterhalb lesen. Denn es gibt auch die Prozessor-Energieverwaltung, die direkt verändert werden kann. Und da sollte man sich natürlich auskennen, bevor man hier irgendetwas verändert. Darum bekommen wir auch hier eine kleine Warnung und müssen jeden Punkt extra entsperren, damit hier wirklich nichts aus Versehen verstellt werden kann. Und ganz unten haben wir dann noch die Multimedia-Einstellungen. Das beim Teilen von Medien steuern Sie, ob Ihr PC in den Ruhestand wechseln kann, während Medien an andere Geräte in Ihrem Netzwerk gestreamt werden und allerlei andere Dinge. Und wenn wir uns nun den nächsten Punkt ansehen, Gaming und Leistung. Hier ist natürlich jeder etwas speziell, was die Vorlieben von Einstellungen bei Gaming-PCs anbelangt. Aber das Gute an diesem Programm ist, es ist immer alles super beschrieben unter jeder Zeile und somit kann eigentlich nichts schief gehen. Und wenn dann doch mal was fehlen sollte, kann man sie einfach wieder aktivieren. Dieser Bereich ist unterteilt in Prozessor, Grafik, in Netzwerkdienste und andere Systemdienste sowie auch Xbox. Auch hier gilt wieder zuerst lesen, dann beenden oder deaktivieren. Aber bei den Systemdiensten, wenn ich mir diese hier so ansehe, wie ein Faxdienst, ein Smartcard-Dienst, Telefondienst, der Retail-Demo-Dienst oder auch der Windows Insider, das brauche ich zumindest alles mal nicht. Diese Liste lohnt sich natürlich sorgfältig durchzugehen, wenn ihr das Ganze als ISO vorbereiten wollt und somit habt ihr dann immer ein schön sauberes Windows zur Installation zur Hand. Ich beschleunige das Ganze mal durch die ganzen Sensor- und Telemetriedaten durch, denn dann können wir uns dem nächsten Punkt widmen und zwar Update. Dieser Punkt wäre gerade in den letzten paar Wochen wichtig gewesen, aber er wird es auch in Zukunft wieder sein. WinHands bietet die Möglichkeit, die Updates dauerhaft zu deaktivieren. Davon ist aber strengstens abzuraten. Man kann es schon mal eine Woche oder 5 deaktivieren, wenn es den ein oder anderen Bug bei den Updates gibt, aber alles andere wäre unverantwortlich. Und es gibt auch mehrere Einstellungen, die mit Updates zu tun haben. Einmal die Windows Store Updates, dass die automatisch aktualisieren oder auch diverse Übermittlungsoptimierungen. Die neuesten Updates erhalten, sobald sie verfügbar sind, wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja hier uns nicht den Teufel ins Haus holen und springen direkt weiter zu den Benachrichtigungen. Hier auch wieder durchlesen, ausschalten, um
ein System zu haben, das nicht die ganze Zeit wegen irgendwas herumbimmelt. Aber auch hier empfehle ich natürlich, die Sicherheitsbenachrichtigung auf jeden Fall eingeschaltet zu lassen. Und im letzten Unterpunkt Sound gibt es auch noch das ein oder andere einzustellen, den Startsound beim Hochfahren, der vielleicht den einen oder anderen nervt, oder auch Sprachaktivierung für Apps lassen sich somit ausschalten. Dann kann man natürlich auch noch die Anpassungen ändern, das Windows-Design, die Taskleiste, hier Hell- oder Dunkelmodus. Dann werden gleich die Hintergrundbilder umgestellt, damit es ja auch alles schick ist. Hier gehen wir wieder zu Dunkelmodus. Auch Transparenzeffekte können ein- oder ausgeschaltet werden. Ich lasse sie ein. Gefällt mir doch irgendwo. Dann gehen wir zum nächsten Punkt. Zuerst zum Startmenü. Hier können wir das Startmenü bereinigen und somit mit einem Klick alle angehefteten Apps entfernen lassen und Empfehlungen und Track-Funktionen deaktivieren. Auch die kürzlich geöffneten Apps können wir ausblenden oder anzeigen lassen, wer das halt möchte. Und auch die Bing-Suchergebnisse sowie die standardmäßig alle Pins anzeigen können wir hier mit 2 Klicks deaktivieren. Wie wir gesehen haben, sind hier keine Apps mehr verfügbar. Deshalb deaktiviere ich die 2 Sachen noch und wir gehen zum nächsten Punkt. Und zwar der Taskleiste. Auch diese können wir bereinigen, wenn wir das gerne möchten. Ein Klick und alle Apps sind entfernt. Plus die Ausrichtung der Taskleiste ist links. Dies kann aber unterhalb in einem anderen Punkt natürlich wieder mittig gestellt werden. Aber auch hier hat jeder seine eigenen Präferenzen und mit dem neuen Update kann man ja die Taskleiste sogar wieder an die anderen Bildschirmränder anklippen. So, nachdem wir hier alles erledigt haben, schauen wir uns noch den letzten Punkt an und das wäre der Explorer. Auch hier gibt es das eine oder andere einzustellen. Wir können das klassische Kontextmenü verwenden oder auch Besitz übernehmen dem Kontextmenü hinzufügen, um Dateien, Ordner und Besitzern mit automatischen Berechtigungserhöhung zu übernehmen. Also wir sehen auch hier wieder allerlei gute Einstellungsmöglichkeiten, um ein bisschen produktiver zu werden. Mit WinHands haben wir hier wirklich einen Alleskönner, der schlicht und einfach die wichtigsten Sachen verändern kann und aber auch viel, was drüber hinausgeht. Und dann springen wir hier weiter, denn ich glaube nicht, dass ihr mich braucht, um hier jeden einzelnen Einstellungspunkt durchzugehen und von mir vorgelesen zu bekommen. Und wie ganz am Anfang schon erwähnt, kommt jetzt wirklich ein geniales Feature von WinHands. Und zwar kannst du deine gesamte Konfiguration exportieren als XML-Datei oder sogar als ISO-Image. Die XML-Datei speichert alle deine Einstellungen, Apps, Optimierungen und Veränderungen. Du kannst bei der nächsten Windows-Installation diese einfach laden und alles ist wie vorher. Und ja, WinHands hat sogar einen direkten Download-Button für Windows 10 und Windows 11 integriert. Klick darauf und du lädst das offizielle Microsoft ISO herunter ohne Umwege. Aber das Beste ist halt einfach die ISO-Erstellung. Somit hast du dein komplettes Windows-Installationsmedium mit allen deinen Einstellungen bereits integriert. Somit ist, wie gesagt, nach der Installation von Windows alles schon so optimiert, wie du es eingestellt hast. Und bevor ich zum Schluss komme, noch 2 wichtige Punkte. Lies dir jede Einstellung genau durch, bevor du sie anwendest und erstelle vorher immer ein Backup oder zumindest einen Systemwiederherstellungspunkt. WinHands ist eines der nützlichsten Tools für Windows-Nutzer, aber es erfordert Verantwortung. Nutze es klug, lies genau und spar dir Stunden bei der nächsten Installation. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, gib gerne einen Daumen hoch und abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.